Hallo zusammen. Heute mal wieder ein kleines Blender-Tutorial von mir, damit wir auch mal unsere Low-Poly-Blender-Reihe fortführen. Wir werden dieses wunderschöne Auto oder die Autos zusammen in Blender erstellen. Also würde ich sagen, los geht's. Und angekommen in Blender starten wir wie immer mit einem Cube. Ich werde mir den mal ein bisschen auf der Z-Achse und eigentlich auf allen Achsen, aber bevor wir das machen, bringen wir uns den mal ein Stück hoch. Dann können wir nämlich unseren Origin besser setzen, dann können wir viel leichter scalen. Ich lösche nochmal kurz die Kamera hier und dann fangen wir an, den erstmal runter zu scalen. So, dass wir halt ungefähr die Form von unserem Auto haben. Nochmal ein bisschen an der Y. Ein kleines Stück. X noch. Einfach S und X dazu drücken oder S und Z. Was wir als nächstes tun werden, ist hier Loop Cuts reinzubringen mit Steuerung R. Einfach mal hier in der Mitte und dann einfach mal das Mausrad betätigen, dass wir hier 2 Loop Cuts kriegen. Dann verschieben wir uns das einfach mal so ein bisschen nach rechts. Das wird sozusagen unser Cockpit, sage ich jetzt mal. Ich scale mir das noch ein bisschen größer. Verschiebe mir das Ganze hier noch ein bisschen. Dann gehen wir einmal in den Face Mode und selektieren das obere Face hier. Und jetzt werden wir einfach mit E das Ganze extruden. Erst einmal. Und dann werden wir das Ganze noch ein zweites Mal extruden. Und jetzt fangen wir auch schon an, hier unsere kleine Schräge reinzumachen. Einfach hier so ein bisschen rausziehen, den Vertice. So ungefähr. Den vielleicht ein Stück nach hinten. Das ist schon zu schräg. Aber das könnte natürlich ganz wieder euch überlassen sein, wie ihr euer stylisches Automobil hier haben wollt. Ich mache es aber so, dass es so eine schöne gerade Schräge ist. Ich bringe mir das nochmal ein Stückchen runter, weil mir das, glaube ich, doch zu hoch ist. Ich mache aber erstmal kurz hier. Das müssen wir uns gleich nochmal ausrichten. Aber das ist ja nicht schlimm. Den wieder ein Stück zurück. Und dann den oberen nochmal kurz runterbringen. Da könnt ihr gerne so ein bisschen dran rumspielen, bis es euch gefällt. So, das sieht doch schon mal fast nach einem Auto aus. Als nächstes werden wir hier unsere Fenster machen. Ich werde das hier einmal dissolven. Und dann drücken wir einmal E. Scannen das Ganze rein mit der Taste S, dass wir hier so einen schönen Außenrand für unser Fenster halt haben. Und dann werden wir nochmal E drücken und das Ganze abbrechen. Und dann werden wir uns das einfach hier mit unserem schönen grünen Pfeil auf der Y-Achse reinziehen, dass wir halt schön unser Fenster haben. Ich bringe das nochmal ein Stückchen runter und das sieht schon ganz nett aus. Dasselbe können wir natürlich auch fürs Außenfenster machen. Dafür werde ich allerdings mal kurz meinen Kofferraum noch ein bisschen länger machen. Dass ich mir hier die Seite auch noch mal ein bisschen rausziehen kann, dass die ein bisschen breiter ist. Und dann werden wir hier auch einmal alles zu einem Face machen. Jetzt könnten wir uns hier einen Loop Cut reinbringen oder auch nicht. Aber das wäre auch... Ne, wir machen nur ein Fenster, nicht 2. Also werden, wie eben, das Ganze extruden, scalen, dann nochmal extruden und das Ganze reinbringen. Jetzt würde ich ganz gerne mit den Außenspiegeln weitermachen. Wir haben jetzt 2 Optionen. Wir könnten jetzt einmal die direkt schon am Auto machen oder also hier zum Beispiel unser Face packen und dann ewig dann rumspielen, bis es perfekt ausgerichtet ist. Aber wir machen uns das Ganze leichter und machen einfach ein neues Objekt, was wir dann später einfach als Parent machen werden. Oder als Child. Unser Auto ist ja dann das Parent. Und dann scalen wir uns das einfach down hier, bis ihr so ungefähr die Form habt, die ihr haben möchtet für euren Außenspiegel. Das ist natürlich wieder euch überlassen. Ich mache das jetzt mal so, dass es auf der Z-Achse ein bisschen länger ist als auf den anderen Achsen. Dann bringe ich mir das Ganze hier rein. Dann könnten wir uns das noch ein Stück nach vorne bringen, dass das perfekt abschließt mit der Tür. Ich halte übrigens immer Steuerung gedrückt,
dann kann man das perfekter ausrichten, weil es dann wirklich die Meter immer springt. Dann rotieren wir uns das Ganze hier ein bisschen, dass wir es so leicht schräg haben. Super, dann duplicaten wir uns das Ganze mit STRG D und bringen uns das natürlich auf die andere Seite. Es klappt jetzt hier nicht so gut mit Steuerung. Deswegen müssen wir uns das so ein bisschen selber ausrichten. Aber so schaut das schon ziemlich cool aus. Und dann werden wir das Ganze hier direkt als Schalt machen, was ich eben gesagt habe, einfach STRG R, indem ihr vorher alles auswählt. Am besten wählt ihr erst eure Außenspiegel aus und dann das Auto. Gut, jetzt adden wir hier noch ein Cube und dann werden wir jetzt hier quasi unsere Frontschürze machen. Einfach so ein bisschen rausscalen. Und das Ganze ein bisschen in die Breite ziehen, das ist das mittlere Teil. Ich bin jetzt kein Autofachmann, aber es ist, glaube ich, der Kühlergrill. Ich glaube, das Ding heißt Kühlergrill. Das werden wir uns hier so ein bisschen breiter machen. Ich werde mir nur das hier noch mal ein bisschen nach hinten ziehen, weil mir das doch zu lang war hier. Und dann bringen wir uns das Ganze hier wieder rein. Perfekt. Als nächstes werden wir das Ganze einfach duplicaten und scalen uns das auf der X-Achse mal so ein bisschen rein, dass wir hier unsere zwei Lichter außen bekommen. Einfach mit Steuerung wieder nach außen ziehen. Die Lücke ist mir jetzt ein bisschen zu klein. Deswegen machen wir uns die ein bisschen größer, indem wir das einfach nochmal scalen. Ich gehe einmal kurz in den Cycles Render, weil wir hier gleich anfangen werden, unsere Materials zuzuweisen. Ich mache noch Ambient Occlusion an, damit wir die Dinger hier besser sehen. Gut, dann bringen wir uns das auf die andere Seite, nachdem wir es duplicated haben. Und dann haben wir schon unsere Lichter. Und könnten jetzt auch eigentlich direkt mit den Rücklichtern weitermachen. Aber bevor wir das machen, lasst uns wirklich erst mit den Materials weitermachen und hier mal so ein paar Materials zuweisen. Ich nenne das Ganze jetzt mal Matte Lamp. Werde hier mal eine schöne Farbe aus. Natürlich müssen wir das hier unten tun. Und dann werden wir uns hier mal eine schöne Color raussuchen. Schön Low Poly. Ja, vielleicht noch ein bisschen heller. Vielleicht ein bisschen mehr ins Gelbe hinein. Da müsst ihr halt selber gucken, dass ihr euch hier eine schöne Color aussucht. Vielleicht habt ihr auch eine Farbpalette für sowas. Dann werden wir hier weitermachen mit dem Kühlergrill. Ich nenne das Ganze jetzt einfach mal Front. Und das werden wir so schön weiß halten, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen ins Blaue rein. Das mache ich gerne bei Low Poly. Also nicht direkt weiß, sondern so ein leichtes Hellblau als weiß. Das ist einfach viel schöner. Kann ich euch mit auf den Weg geben. Sehr schön. Dann fehlt ja eigentlich nur noch das Material für unser Auto. Das nenne ich jetzt einfach direkt Matt K. Und dann werden wir jetzt hier mal so ein schönes Rot vielleicht nehmen. Ja, das ist so braun. Wie gesagt, da seid ihr wieder ganz euch überlassen. Nehmt einfach eure Lieblingsfarbe. Ich speichere mal ganz kurz, weil er mir irgendwie des Öfteren mal abschmiert, wenn ich hier Farben auswähle. Und da habe ich jetzt gar keine Lust drauf, weil das bis jetzt super schön aussieht. Und dann werden wir, nicht löschen, ein neues hinzufügen. Natürlich fehlt ja noch unser Fenster. Das nehmen wir einfach mal Matt Window. Ich werde nochmal kurz hier das Rot ein bisschen anpassen und hier Roughness hochschieben. Weil mir gefällt dieses Rot noch nicht ganz so. Ja, das ist so pink, das ist so rot. Aber ich werde hier gerade irgendwie nicht so fündig. So, ja, nehmen wir so ein verblasstes Rot. Verblasst ist immer gut bei Low Poly. Vielen ist das ja immer zu grell. Gut, dann machen wir jetzt noch unser Fenster. Einmal kurz hier irgendwas auswählen. Ich werde das erstmal assignen, dass wir es auch sehen können. Und dann können wir hier auch mit der Farbe rumspielen. Obwohl das eigentlich wunderschön schon aussieht. Ich mache nochmal einen Ticken dunkler. So, ja, das sieht gut aus. So lassen wir es.
Perfekt. Ich werde nochmal überall die Hardness so ein bisschen hochschieben hier auf 100. Das gibt einfach ein richtig schönes Renderbild dann. Mit Low-Poly-Farben. Einfach bei allen hier unten die Hardness hoch. So. Dann werden wir mit den Rücklichtern weitermachen. Einfach das Ganze hier duplicaten. Und uns das nach hinten verschieben. Und dann werden wir uns das gleich hier an die Seite verschieben. Na, jetzt muss ich nochmal die richtige... Jetzt. Wir verschieben uns das Ganze jetzt hier einfach an die Seite. Aber so, dass es so ein bisschen überlappt. Das war sozusagen diesen Effekt. So ist es ja auch bei Autos üblich. Haben, dass es so ein bisschen um die Kurve geht sozusagen. Einfach hier noch einen Loop-Cut reinmachen. So auf dieselbe Höhe des Autos. Ganz simpel. Und dann einmal mit E extruden. Einfach nur, dass es so ein bisschen um die Ecke geht. Das sieht dann schon recht schnieke aus. Jetzt werde ich mir noch einen Loop-Cut hier reinbringen, dass wir hier 2 unterschiedliche Farben dann auch haben. Und dazu werden wir direkt zweite Color jetzt machen. Die andere sieht ja ganz okay aus dafür. Da können wir ja auch ruhig die andere Lampenfarbe nehmen. Einfach hier noch ein zweites Material machen. So ein bisschen rot vielleicht. Sieht vielleicht jetzt nicht so toll aus mit unserem roten Auto gleich. Und dann werden wir das Ganze hier assignen. Einfach mal hier alles auswählen. Von der unteren Hälfte. Na, so. Die Seite noch. Und das Ganze assignen. Super. Ich spiele noch mal ein bisschen an den Farben hier rum. Aber die Farben sind natürlich auch wieder euch überlassen. Dann fehlt natürlich noch unser zweites Rücklicht. Dazu das Ganze einfach wieder duplicaten. Und uns das auf die andere Seite bringen. Ich halte hier wieder Steuerung gedrückt, dass das perfekt ausgerichtet ist auf den Meter. Jetzt werde ich hier mal, rotieren wird schlecht klappen, aber muss ich leider. Nur dafür müssen wir halt jetzt mal einmal kurz die Farben hier changen. Also einfach alles oben auswählen. Das ist sein. Und dann gleich wieder die untere Hälfte auswählen und die natürlich rot machen. Einfach immer schön mit gedrückter Shift-Taste, dass ihr halt alle Faces auswählen könnt. Super, dann haben wir unsere Rücklichter auch fertig und das sieht schon echt ziemlich cool aus. Nur fahren kann das Ding natürlich noch nicht. Ich werde jetzt aber mal ganz kurz, ich glaube ich mache einen Orangeton. Orange wissen ja wahrscheinlich viele, ist meine Lieblingsfarbe. Deswegen ja auch das Logo von Bound Fox Games und der Fuchs. Ja, das sieht auch schon gut aus, ne? Aber wahrscheinlich werde ich hier gleich nochmal dran rumspielen. Ich habe gerade gesehen, wir können natürlich hier auch in unsere Außenspiegel, können wir natürlich auch nochmal die Fenster hier sein. Das sieht ja bestimmt auch nochmal cool aus, wenn wir hier nochmal die Fenster-Color drin haben. Dazu einfach extruden. Und dann nochmal reinscalen. So dass wir halt ein kleineres Fenster haben hier. Genau. Perfekt. Das sieht echt gut aus. Gut, jetzt wollen wir natürlich aber auch, dass das... Ich sehe gerade, dass das hier nicht proportional ist im Vergleich zur anderen Seite. Aber das ist jetzt egal. Das Ding kann natürlich noch nicht fahren. Und was brauchen wir dafür? Reifen natürlich. Und die werden wir jetzt machen. Ich überlege gerade, wie wir es am klügsten machen. Aber ich würde fast sagen, dass wir dafür einen Circle nehmen. Vorher bringen wir uns das Ganze aber nochmal ein Stück hoch. Dass die Reifen natürlich auch auf dem Boden sind und nicht das Auto. Sonst haben wir ja ein tiefer gelegtes Auto. Und das wollen wir ja nicht. Ist vielleicht auch stylisch. Aber das machen wir jetzt nicht. Gut, dann nehmen wir hier einen Circle. Scannen den mal ein bisschen rein. Rotieren den einmal auf der Y-Achse um 90 Grad. Und dann werden wir das Ganze einmal mit F füllen. Und dann werde ich das nochmal ein bisschen reinscalen. Und dann können wir das Ganze eigentlich schon extruden mit E. Bisschen raus. Habe jetzt nicht umgestellt. Wir haben jetzt ein bisschen viele Faces hier. Nicht so low poly. Das kann man vorher einstellen. Ich werde das jetzt aber nicht nochmal neu machen. Dann werden wir hier ein Material erstellen.
und dann eine ganz simple schwarze Farbe nehmen, aber vielleicht nicht direkt schwarz. Da gehe ich auch ganz gerne immer lieber so ein bisschen ins Blaue rein. So ein Blau-Schwarz. Das ist immer für mich das Low-Poly-Schwarz. Das sehe ich auch öfters bei anderen. Scale mir das Ganze hier nochmal ein bisschen down und dann bringen wir das mal in unser Auto. Jetzt müssen wir das nur mal vernünftig ausrichten, so wie wir es natürlich auch haben wollen. Oder wie es auch Sinn ergibt. Natürlich brauchen wir 4 Räder. Aber wir müssen auch erstmal gucken, wo wir unsere Räder jetzt hier haben wollen. Vielleicht ein Stück weiter vorne. Ich glaube aber, hier sieht das schon fast gut aus. Ich bringe das erstmal noch hoch. Ja, ich glaube, an der Position sieht das ziemlich nice aus. Scalen wir das Ganze hier aber nochmal ein bisschen kleiner. Und damit bin ich eigentlich recht zufrieden. Jetzt werden wir was richtig Cooles machen. Jetzt machen wir hier einmal einen Loop Cut rein. Und gehen in den Face Mode und werden hier einmal von der oberen Hälfte nur so ein bisschen was auswählen. Das sozusagen noch ein Teil von unserem Auto ist. Und dann extruden wir das Ganze einmal mit E, bringen uns das Ganze hier so ein Stückchen hoch und scale das einmal auf der Y-Achse ein bisschen raus. Und dann sieht das schon ziemlich cool aus. Natürlich fehlt dann aber noch das zweite Material dafür. Das werde ich jetzt erstmal kurz erstellen. Aber das haben wir ja eigentlich hier schon. Nämlich das von unserem Auto. Dann assign ich das hier. Sieht natürlich jetzt nicht so Low Poly Face mäßig aus. Natürlich will ich die Seite hier auch nochmal farbig haben in meiner Autocolor. Und dann sieht das schon ziemlich cool aus. Was wir jetzt hier noch machen könnten, wäre das Ganze auch nochmal rein zu scalen. Also E und dann rein scalen. Und dann das so ein Stück reinbringen. Einfach nur so ein kleines Stückchen. Ich schaue nochmal kurz, ob hier alles perfekt ist. Aber der Rand hier ist nicht schwarz, den müssen wir nochmal schwarz machen. Einfach hier nochmal den kompletten Rand auswählen. Weil das gehört ja noch zum Reifen. Das ist eben beim Scalen einfach passiert. Und so sieht das... Ah ne, hier drin ist auch noch ein bisschen. Aber das mache ich jetzt mal so mit Shift Select. Und so ist das schon perfekt. So, ein Reifen bringt uns aber nicht so viel. Also da müssen auch schon noch 3 her. Aber ich werde das Ganze hier nochmal kurz auswählen. Und einmal, nee, das klappt doch nicht. Ich dachte, ich kann da vielleicht ein Face rausmachen, aber das klappt leider nicht. Das müsst ihr schon vorher machen, wenn ihr den Circle erstellt. Da habe ich nicht mehr drauf geachtet. Gut, dann duplicate ich mir das Ganze und bringe mir das einmal hier an die rechte Seite. Ich würde das eigentlich so ungefähr hier, sieht das eigentlich schon ziemlich gut aus. Dann wähle ich beide aus. Nochmal duplicaten. Um mir das Ganze auf die andere Seite zu bringen. Vorher natürlich rotaten auf der Z-Achse um 180 Grad. Mit Steuerung klappt jetzt auch wieder nicht so perfekt hier. Das passiert mal. Also bringen wir uns das Ganze manuell raus. Was wir auch noch machen könnten, wären noch Felgen. So kleine, silberne. Dazu einfach nochmal die Mitte hier auswählen. Und einmal E drücken. Und dann werden wir uns das Ganze einfach hier ein bisschen reinscalen. Und werden das Ganze jetzt einfach nochmal in einer anderen Farbe machen, dass es so aussieht wie eine Felge. Ich nehme jetzt einfach mal die Autofarbe hier. Einfach nur um den Effekt zu erzielen. Ich scale das nochmal ein kleines Stückchen raus. Dann sieht das, glaube ich, ein bisschen besser aus, wenn das so ein bisschen absteht. Gut, und das brauchen wir natürlich noch für die anderen Reifen. Aber ich werde die jetzt einfach mal löschen. Und die einfach neu positionieren hier. Wäre jetzt blöd für jedes die Felge dann neu zu machen. Die andere Seite natürlich dasselbe. Wieder rotieren. 180 Grad. Und das Ganze dann natürlich auch auf die andere Seite bringen. Ich richte mir das nochmal manuell aus. Ungefähr so. Ja.
Perfekt. So, dann werden wir das Ganze mal hier zu einem Objekt machen. Dann werden wir die Lampen einmal zu einem Objekt machen. Dann natürlich die Rücklichter zu einem Objekt. Und dann packen wir das alles zusammen. Und dann zum Schluss das Auto auswählen, dass wirklich das Auto auch unser Parent quasi ist. Perfekt. Gut. Ich werde das Ganze jetzt rendern oder ein Render-Setting vorbereiten. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das Ganze hier schön in Szene gesetzt habe. Bis gleich. Und so kann das Ganze aussehen, wenn man das noch ein bisschen schick alles macht. Ich habe einfach eine Plane noch hinzugefügt und 4 so eine kleinen Point Lights und das alles so ein bisschen dunkler gemacht. Mehr ist es nicht. Nichts Aufregendes. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen und ihr wollt mehr sehen von der Low Poly Blender Reihe. Dann schreibt es gerne in die Kommentare und lasst gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo, würde mich sehr freuen. Und wenn ihr euch allgemein für Game Dev interessiert, dann schaut einfach auf meinem Channel vorbei, denn ich arbeite gerade an einem Indie-Spiel und ja, da mache ich Indie-Devlogs zu und die könnt ihr euch ja gerne mal anschauen und auch da mal vorbeischauen. In diesem Sinne, habt eine schöne Restwoche, macht es gut Leute, ciao.